Herzlich willkommen bei Schein Babajan und es geht um eine neue Folge von dem CL. Erstmal lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr wisst ja, nach der schweren Aktion, wie ihr im vorigen Video gesehen habt, wie wir den Wagen hier reinbekommen haben beim Hochschnee, eigentlich total sinnlos, was ich da veranstaltet habe. Nach 2-3 Tagen war irgendwie überhaupt gar kein Schnee mehr hier, nichts mehr am Liegen. Der stand jetzt so lange draußen, auf die 2-3 Tage jetzt natürlich auch nicht drauf angekommen. Aber es tat natürlich im Herzen weh, ne? Wo ich den Wagen so drauf, ihr seht ja selber, wie steht da, guckt euch den mal an, wie dreckig da steht da so. Ja, okay. Eigentlich muss ich sagen, wollte ich hier ein Thema ansprechen, wo ich mir auch sehr, sehr lange überlegt habe, ob ich das jetzt tun soll oder nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, es zu tun. Psst. Schirschek. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen YouTubern ankommen wird. Ich weiß jetzt nicht, wie meine Community darauf reagieren wird. Aber ich habe mich dafür entschieden, dieses Thema hier anzusprechen und ja, euch sozusagen davor zu warnen. Und zwar gibt es da so paar YouTuber, die ich auch manchmal auch selber zu Hause privat vom Fernseher anschaue. Und da ist momentan einer, der verlost schöne Autos, sag ich mal. Also Hochqualität oder Premium-Autos oder was auch immer, was man dazu sagen sollte jetzt. Ich möchte am besten aber keinen Namen erwähnen, irgendwie, keine Ahnung, nicht, dass da irgendwas gegen mich eingeleitet wird oder ja, ich kenne mich da mit der Restlage nicht genau aus, also bin ich da ein bisschen vorsichtig, ja. Und ja, da geht es darum, ich habe ihnen dann gratuliert, habe gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast echt hoch geschafft, Respekt dafür, also brauchst schon schöne Autos raus, so in dem Motto, ne? Ja, ja, und irgendwie, wenn du irgendein T-Shirt oder irgendwas von ihm bestellst, vor seinem Shop, egal was, bist du dann halt so lange bei der Verlosung dabei. Ja, habe ich gesagt, komm, probierst du auch mal dein Glück. Habe ich da was bestellt, ne? Habe ich mir gesagt, komm, supportst du ein bisschen damit. Und ja, vielleicht gewinnst du ja ein Auto. Gewinnst vielleicht, ne? Okay. Bis dahin ist alles schön und gut. Bis dahin ist überhaupt gar kein Problem, alles schön und gut. Allerdings wurde dann unter meinem YouTube, also unter dem Kommentar, wo ich bei ihm kommentiert habe, auf dem YouTube-Kanal, wurde dann bei mir geantwortet, mit dem gleichen Foto, mit dem gleichen Namen. Schreibt mir auf Telegram. Ich dachte, ja, da stimmt doch was nicht. Also, ich sag's ganz ehrlich, ich wusste direkt, da stimmt was nicht, ne? Aber ich wollte es mal drauf ankommen lassen. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert jetzt? Wo soll das hinführen, ne? Und habe einfach mal Telegram draufgeschrieben. Man merkt, dazu gleich. Auf jeden Fall, ja, da du ein sehr guter Supporter bist, weil ich ja öfter gesehen habe, irgendwie bla bla bla, weil du ein vertrauenswürdiger Supporter bist, irgendwie sowas in der Motto, ich weiß jetzt auch nicht 100% 1:1, was er da geschrieben hat, will ich mich bei dir bedanken. Aber davor hat er natürlich erstmal Smalltalk gemacht, na, wie geht's, dies, das, ja, hier und da, Ananas, wie geht's Familie und ne. Und am Ende so, ja, weil du so ein vertrauenswürdiger, weil du so ein guter Supporter bist, möchte ich mich gerne bei dir arrangieren, möchte ich gerne mich zurück bedanken. So, okay. Dann hat er mir ein paar Fragen gestellt, irgendwie, ja, woher ich ihn kenne, wie ich auf seinen YouTube-Kanal gekommen bin, halt so irgendwelche Fragen gestellt, ne? Ich so, ja, hat er gesagt, bevor ich das halt sage, wie ich mich arrangiere, habe ich auch ein paar Fragen an dich, ne? Und ja, wenn du die erst beantwortest, sage ich dir, wie ich mich arrangiere, zu dem Motto, in dem Motto. Ich so, ja, habe die Frage dann beantwortet, ne? Hat er gesagt, weißt du was, ich will dir ein iPhone
15 schenken. Irgendwie sowas. Oder du hast ein iPhone 15 verdient, ich schicke dir ein iPhone 15. Aber allerdings, ich so, ja, super. Ja, cool, dann schick mal rüber, ne? Ja, er so, ich brauche deine Adresse, ich brauche deine Daten, ne? Ich habe da irgendwas geschrieben. Ich wollte einfach nur gucken, bis wohin, also wo es hinführt. Alles klar, super. Ich schicke dir das iPhone jetzt die Tage morgen oder übermorgen raus. Allerdings musst du mir aber Geld überweisen für den Versand. Musst du aufkommen, ist ein versicherter Versand. 250 Euro oder 200 Euro oder 150 Euro. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich sollte da auf jeden Fall irgendwas bezahlen, damit das Handy, also für den Versand aufkommt und angeblich versicherter Versand, sollte ich sagen, ne? Natürlich haben wir ihnen das Geld überwiesen. Natürlich nicht. Also ich wollte euch nur warnen, falls irgendwie sowas passiert, auch bei euch, springt drauf nicht an, lasst euch nicht verarschen. Die Betrüger nehmen vor nichts mehr Halt. Die fangen schon an, auf YouTube zu betrügen. Ja, jetzt werden ein oder andere auch natürlich sagen, ja, YouTube, da ist ja auch alles nicht nach den rechten Dingen, ne? Zum Beispiel Leute, die einen Motorschaden vortäuschen und dann ja, eine Spendenaktion aufrufen, um dieses Projekt weiterzuführen, ne? Aber wir haben noch nie gesehen. Wir haben nicht gesehen, wie der Motor überholt wurde, was an dem Motor gemacht wurde, ne? Also Leute, lasst euch nicht über den Tisch ziehen, ne? Real Talk. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht verarschen, lasst euch nichts vormachen. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefällt, wünsche ich mir nur einen Daumen hoch, ein Abonnement und viel Spaß mit dem Video. An den ganzen MAE-Felgen draußen, Fahrer, habt ihr auch das Problem hier mit den Felgen? Wenn ihr fährt, da sind die alle vier, die so klappern. Alle vier Felgen, die so klappern. Und wenn ich dann über einen Huppel fahre, dann denke ich mir so, irgendwas am Auspuff am Rappeln oder der Auspuff ist nicht fest. Kann mir einer sagen, wie ich dieses Problem hier beheben kann? Wenn ja, schreibt es bitte in den Kommentaren. Wäre ich lieb von euch. Mir fällt gerade ein, ich habe euch gar nicht erwähnt, um was es heute geht. Und zwar geht es um heute die hinteren Bremsen. Ich habe ja letztens, wo ich das Fahrzeug hier reingefahren bin, gemerkt, dass das hinten rechts am Quietschen ist, ne? Und ich blende euch das Video mal eben ein. Hinten rechts schon bauen, der bremst nicht. Hört ihr das? So, und da ist das Problem. Ich hoffe, man kann es hören. Deshalb werde ich jetzt mal die Felge abmontieren, die Bremsbacke, die Bremsscheibe und dann mal gucken, was da drin los ist. Grad gelandet in Saloniki, trage Jacke von Napapiri, mit der Sturmhaube rein in die Tanke. Don't fuck with me, you know I got it. Nur so werden meine Kosten letztendlich abgedeckt. Immer vorne mit dabei wie La Cassette. Ich komme in ihrem Bett, dann ist es easy go. Risiko, Portfolio voll von Tipico, Bellissimo. Ja Leute, es hat ein bisschen länger gedauert. Normalerweise brauche ich gar nicht so lange. Die 19er hier, 18er, Entschuldigung, die 18er. Die Bremsbacke hier komplett hält. Ja, die war so fest und ich bin nicht rangekommen. Habe mehrere Varianten versucht. Am Ende habe ich sie jetzt rausbekommen. Jetzt machen wir die erstmal ab. Ich sehe auch, die Bremsklötze sind ungefähr noch 50%. Die Scheiben sind auch nicht mehr die besten.
Aber für die Saison reicht das noch. Dann kommt nächste Saison neue Scheiben, neue Bremsen hier auf jeden Fall drauf. Die Handbremse wird ja eh nicht, die ist ja nur elektrisch. Ich glaube auch nicht, dass die Handbremse hier drin verschlissen ist. Ich glaube eher, weil ich hier mal Schrauben drin gehabt habe, die gekürzt sind. Und da war wohl eine, denke ich mal, eine längere dran vorher. Und die hat da irgendwas drin abgerissen. Das ist meine Vermutung. Aber wir werden gleich schlauer hier. Wie gesagt, es sind nur 2 Plastikabdeckungen. Die machen wir ab. Da haben wir die 2 18er Schrauben. Beide ab. Und dann kann man das Ding mit dem Schraubenzieher raushebeln. Das hängen wir jetzt hier gleich irgendwo auf. Die Bremsscheibe ist mit der Torx befestigt. Und ja, und dann löst man etwas die Backen. Und dann kann man das Ding gleich rausziehen. Bis gleich. Kimono, streich ich ihre Libido. Nicht mehr der Typ, der vorsäuft, bei uns läuft heute. Hinten im Rolls Royce ist wieder deine Bitch von diesem Troll feucht. Während er sich wie ein Stroll beugt, trink ich Jackie Cola, knack das Safe deines Lokals und lächel wie der Joker. Ja. Jetzt haben wir hier von der Bremsscheibe die Torx-Schraube rund gemacht. War ja klar, aber mein Glück hier. Geht ja nicht anders. Jetzt gucken wir natürlich. Ja, muss ja raus. Ist ja keine Alternative jetzt hier auch so. Gucken wir mal, was für ein Werkzeug wir haben. So, jetzt habe ich hier sowas hier. Linksausdreher. Soll die heißen? Keine Ahnung. Da hat mich nicht drauf fest. Gucken wir mal, ob ich die Scheiße nicht abkriege. Falsch. Fahren zu vergessen, Junge. Das ist geboren, anscheinend. Ja, super. Alter Vater. Ich guck mal, ich werde mich gleich nochmal. So, Freunde. Alles ab schon mal. Hier habe ich keine andere Alternative gefunden. Was ist das hier, Mann? Das ist nervvoll. Auf jeden Fall habe ich es raus. Habe auch schon einen Ersatz gefunden. Ja, und dann nehmen wir die Scheiben ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist er. Ja, die Bremsscheibe ist ab. So, schaut euch die Klötze an. Die sehen noch sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, wird schön. Das sind die neuen vom Bosch. Könnt ihr mal schauen. Sind exakt gleich dick. Ich habe die mit einem. Ich habe die auf jeden Fall gemessen, die sind 0,7 mm und die neuen sind auch 0,7 mm. Das heißt, ich mache die jetzt, schleife die an, mache die sauber, so wie die Scheibe von innen. Und in der Scheibe lag dieses Stück hier, was diese Schleifgeräusche verursacht hat. Für alle ist ein bisschen verbogen, ein bisschen gerade biegen, dann passt das. Ja, es kommt hier und hier rein, von links nach rechts. Sieht man das? So. Hier oben kommt die rein und hier unten kommt die rein. Ne? Und dann wäre es das auch schon. Dann machen wir die Aufnahmen, alles schön wieder sauber. Und dann bauen wir den Lachs hier wieder zusammen. Wie gesagt, ich mache das jetzt mal off-cam. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Freunde, Feder ist drin. Ich habe die Bremsbacken einmal schön sauber geschliffen. Hier innen drin in der Bremsscheibe habe ich alles glatt und schön wie am Babypopo geschliffen. Die Auflage habe ich richtig sauber gemacht, ihr seht es.
So muss das sein. Schön, zack, sauber. Und hier schmiert man auch am besten nichts drauf. Am besten jetzt die Standscheibe noch sauber machen, dann die Felgen auf die Aufnahmen sauber machen. Ja, ich muss hier nur noch die Bremsscheibe einstellen. Und zwar ist hier eine Schraube, wie ich schon vorhin erklärt habe. Da brauche ich jetzt hier kein Video draus zu machen, also was zu erklären. Also wer das nicht weiß oder kann, sollte auch am besten von dem Bremssystem die Finger weglassen. So, liebe Freunde. Wie gesagt, einfache Sache. Eigentlich ging es hier gar nicht um hinten die Bremse zu wechseln. Für mich war eher wichtig, die wichtige Message an euch. Ne? Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Aber eben mal wieder zurück zu den Bremsen, damit das Video auch vollendet ist. Es geht darum jetzt. Wie gesagt, wir haben alles sauber gemacht, wir haben alles montiert. Das Rädchen dreht ihr, bis das Reifen fest ist, bis ihr es nicht mehr weiter drehen könnt. Und dann dreht ihr einfach zurück, bis es wieder ganz locker ist. Ne? So, und dann habe ich jetzt ins Auto eingestiegen, habe die Handbremse angezogen und habe beide Reifen geguckt, ob die blockiert sind. Die waren blockiert, dann habe ich die Handbremse da runter gemacht, die elektrische, und die Reifen drehen sich. Reicht. Beim TÜV könnt ihr bis zu 50% Unterschiede haben. Von der passt das, da kann man nichts falsch machen. Ne? Weil wenn man es 100% will, müsste man jetzt auf den Prüfstand, aber wie gesagt, eine 50%ige Abweichung ist kein Problem. Aber naja, ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie immer, und konnte euch etwas Content liefern, sage ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, will ich mich über ein Like freuen und wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, ne? Abonnieren, weil ich habe gesehen, 94 oder 92% der Zuschauer haben noch nicht abonniert. Ne? Ist schade, weil ich versuche hier wirklich euch Content zu liefern. Und ja, ihr könnt mir ein kleines Dankeschön wieder zurückgeben, indem ihr abonniert und ein Like da lasst. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ich beantworte jedes Kommentar. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Kuss ist raus, euer Babajan.